Ich muss wissen, ob es stimmt. Ob was stimmt? Wäre es für dich okay, wenn wir einen Vaterschaftstest machen? Was machen Sie denn da? Stellen Sie sich doch nur mal Hagens enttäuschtes Gesicht vor, wenn Dana wegen Doping vom Derby disqualifiziert wird. Sie müssen nur weggucken. Was wollen Sie? Egal, was Dana und Hagen erzählen, die beiden warten nur auf die Gelegenheit und dann fallen sie wieder übereinander her. Jetzt können Sie das verhindern. Die Spritze schadet dem Pferd nicht. Aber nach der Dopingkontrolle haben Dana und Hagen ein kleines Problem. Das Derby ist Danas und Hagens großer Traum. Wenn sie den verlieren, dann ist es ganz schnell vorbei mit dem jungen Glück. Und sie können Hagen anschließend trösten. Was macht ihr denn noch hier? Ich suche Hagen. Den habe ich doch gerade noch draußen gesehen. Ja. Und du? Du hast doch schon längst Feierabend. Guck mal, sie hat gelächelt. Sie lacht dich aus, Sebastian. Nein, sie erkennt sogar schon meine Stimme. Und woran liegt das wohl? Weil ich schon vor der Geburt immer mit dir gesprochen habe. Ne? Ich bin wirklich froh, dass sie dich nicht versteht, Sebastian. Also, wie sieht's aus? Drehen wir noch eine Runde? Schläft sie vielleicht ein? Okay, das schaffen wir noch vor der Gremiumssitzung. Ich meine, ich kann auch alleine. Nicht nötig, das Konzept steht und es ist fantastisch. Ach, und du hast keine Angst, dass Ansgar dir nicht doch noch in letzter Sekunde den Geldhahn zudreht? So kurz vor der Markteinführung in den USA, da wäre er verrückt. Nein, Lini Clarisse Lahnstein wird ihm mehr einbringen als Hagens Ponyhof und Tristans Talentschuppen zusammen. Und du willst wirklich nicht? Ich habe doch schon gesagt, dass ich einverstanden bin. Ich meine, ob du wirklich kein Sushi willst. Ach so. Roher Fisch gehört ins Wasser. Du Papa, das mit dem Test, das mache ich nur, um Ansgar zu zeigen, dass das nicht stimmt. Er ist nicht mein Vater. Mama hätte doch nicht plötzlich was gesagt, wenn sie sich nicht sicher wäre. Vielleicht glaubt sie das, aber ich nicht. Ich würde doch merken, wenn Ansgar mein Vater wäre. Du und ich, wir haben doch voll viel gemeinsam. Hm? Ja. Du meinst meine Vorliebe für Punkrock und deine grenzenlose Begeisterung für den Wald und für die Natur. Zum Beispiel mögen wir beide keine Bananen. Und wir lachen über dieselben Dinge. Und überhaupt, wir sind uns total ähnlich. Das stimmt. Aber trotzdem musst du damit rechnen, dass der Test auch was anderes ergeben kann. Meinst du, du könntest es morgen gleich machen? Ja. Ich werde mal zu Dr. Klees gehen. Der hat da Kontakte zu unserem Testlabor. Ich gehe da gleich mal hin. Danke. Du willst doch auch Gewissheit, oder? Für mich wird sich gar nichts ändern. Du wirst immer meine Tochter bleiben. Egal, was der Test ergibt. Hannes kann es doch bestimmt kaum erwarten, seine kleine Schwester endlich kennenzulernen. Er hat mich gestern gefragt, ob sie schon sprechen kann. Ich habe gesagt, nein, und er meinte, gut.
Gehst du schon mal vor? Na klar, bis später. Marlene, was ist passiert? Hagen hat das Ultraschallbild ganz stolz Dana gezeigt und ihr gesagt, wie sehr er sie trotz allem liebt. Natürlich liebt er sie, sonst hätte er dich kaum verlassen. Tanja? Die beiden waren nicht fair zu mir, oder? Also kann ich auch zu unfairen Mitteln greifen. Ja, natürlich. Hat Dana dich gefragt, hey, darf ich deinen Mann haben? Oder hat Hagen dich gefragt, als er sie bestiegen hat? Nein, verdammt. Das ist Krieg. Du holst dir nur das zurück, was dir sowieso gehört. Ja. Allerdings reicht die vorgetäuschte Schwangerschaft nicht. Du müsstest schon wirklich schwanger werden. Wenn nicht von ihm, nimm dir einen anderen. Kann Dr. Klees nichts machen? Doch. Er hat mir alles mitgegeben, was wir für den DNA-Test brauchen. Und wenn wir ihm heute noch die Proben zurückbringen, dann haben wir schon morgen das Ergebnis. Hat er versprochen. Warte mal. Führen Sie das sterile Wattestäbchen auf der Mundinnenseite an Ihre Wange entlang. Ich weiß, wie das geht. Das sieht man in jedem Krimi. Also wenn du das dir noch mal in Ruhe überlegen willst. Jetzt du. Es gibt eine Planänderung. Sag mal, wie kommen Sie denn hier rein? Hagens Frau hat mich eben erwischt, als ich Dionysos das Dopingmittel verpassen wollte. Was? Sagen Sie mal, sind Sie komplett unfähig? Konnte ich ahnen, dass die sich bei Dionysos im Stroh versteckt? Was weiß die? Na, alles. Außer, dass ich den Dopingauftrag von Ihnen habe. Na Gott sei Dank. Ich habe versucht, ihr klarzumachen, dass mein Plan auch gut für Sie ist und dass Danas und Hagens Beziehung ganz schnell am Ende ist, wenn Dana wegen Doping disqualifiziert wird. Na, sieh mal einer an. Sie denken ja doch mit. So, jetzt spritzen Sie dem Gaul endlich dieses verdammte Zeug. Solange ich von unserer Musical Queen kein Okay habe, ist mir das zu heikel. Meine Karriere steht auf dem Spiel. Jetzt hören Sie mir mal zu. Wenn Sie nicht tun, was ich Ihnen sage, steht Ihre Karriere auf dem Spiel. Sie wollen doch als Hintermann sicher unerkannt bleiben. Ja, genau, richtig. Und deswegen würde ich mir an Ihrer Stelle auch gut überlegen, ob ich irgendjemandem irgendetwas davon erzähle. Ich warte trotzdem ab, ob Marlene dicht hält. Verdammt nochmal, wir haben nicht ewig Zeit. Dieses Derby findet übermorgen statt. Ist mir klar, ich lasse mir was einfallen. Ja, tun Sie das und jetzt verschwinden Sie, ehe Sie ja noch irgendjemand sieht. Ich werde nicht lang brauchen bei Dr. Klees. Oder willst du noch mal eine Nacht drüber schlafen? Ich komm mit. Marlene, Hallo. hast du dich mit Dana ausgesprochen? Nein, noch nicht. Hat sich irgendwie noch nicht ergeben. Papa? Was habt ihr vor? Papa zeigt mir ein paar Bäume. Spannend. Können wir? Später. Bis später. Auch wenn Marlene und ich ein Kind bekommen, heißt das nicht, dass meine Gefühle plötzlich anders sind. Ich liebe dich.
einem Wort, wir sind bereit. Morgen kann's losgehen. Tja, dann wollen wir doch mal hoffen, dass du dich mit der Veranstaltung nicht übernimmst. Wäre doch schade, wenn wir unser schönes Gestüt gleich wieder schließen müssten. Auf jeden Fall braucht ihr euch keine Sorgen machen, dass nicht genügend Presse da ist. Sie werden sich reißen um ein Foto von der frisch verurteilten Gräfin, die sie Champagner schlürfend auf der Tribüne sitzt. Deswegen werde ich auch zu Hause bleiben. Ja, dann kommen wir doch mal zu etwas Erfreulicherem. Tanja, was macht denn die Markteinführung von Linie Clarisse Lahnstein? Alles vorbereitet. Die Folder habt ihr vor euch liegen. Also, meine Lieben, in ein paar Tagen startet die Werbekampagne. Plakate, Fernsehspots und Anzeigen in allen wichtigen Modemagazinen. In ein paar Monaten wird die amerikanische Frau sich ein Leben ohne Linie Clarisse Lahnstein nicht mehr vorstellen können. Von unseren Zentralen in New York, Miami und Los Angeles aus erobern wir den Kontinent. Und danach geht's weiter nach Australien, China, Japan, Südamerika, die ganze Welt. Was genau macht dich da so sicher? Die Presse und die Shoppingtempel rennen mir jetzt schon die Türen ein. Tja, seit ich den Vorstand dieses Unternehmens übernommen habe, läuft es doch einfach wie geschmiert. Ansgar, erspar uns dein selbstgefälliges Getue. Gut. Ich habe schon gedacht, Sie haben meine Nachricht nicht bekommen. Sie haben sich entschieden. Ja. Ich wusste, ich kann auf Sie zählen. Also dann, machen wir Dana fertig. Einen Moment noch. Sie sagen, das Dopingmittel schadet dem Pferd nicht? Sie machen sich mehr Sorgen um den Gaul als um Ihre Schwester. Das gefällt mir. Keine Sorge, das Zeug ist harmlos. Darf ich die Ampulle mal sehen? Und dann hat die böse Hexe mit den schwarzen Haaren und den blutroten Lippen getobt und wollte die gute blonde Fee in die Hölle zaubern. Aber die blonde Fee hatte keine Angst und hat am Ende die böse Hexe mit den schwarzen Haaren besiegt. Und jetzt gehört das ganze Königreich ihr und blüht schöner als je zuvor. Meinst du nicht, Emma ist noch ein bisschen zu jung für Business-Vorträge? Ich dachte, das Wichtige im Leben kann man nicht früh genug lernen. Glückwunsch übrigens. Selbst Ansgar war von deiner Präsentation beeindruckt. Immerhin hat er danach zur Abwechslung mal die Klappe gehalten. Das haben Emma und ich gut gemacht. Dafür schläft sie jetzt auch tief und fest. So. Ich glaube, ihr habt euch beide den Feierabend verdient. Zahlen Sie? Ist gerade noch ein Fax für Sie angekommen, Gräfin. Und der nächste Vorabschluss in New York? Nein, Was ist? das ist eine Kirchengemeinde aus Ohio. Die wollen den Verkauf von Inzest verhindern. Die haben Klage eingereicht. Ich hatte doch gar nicht vor, das zu spritzen. Ich wollte nur sehen, wie weit Ihre Frau geht, um sich an Ihnen zu rächen. Woher haben Sie dieses Dopingmittel? Das hat sie besorgt. Sie wollte, dass Sie beim Dopen erwischt werden und der Rennstall auffliegt und geschlossen wird. Ah ja? Und warum hat sie mir dann vorhin eine SMS geschickt und mich gebeten, sofort hierher zu kommen? Sie sind gefeuert. Das wird Ihnen noch leid tun. Ihnen wird es leid tun. Der Verband schätzt dopende Jockeys überhaupt nicht. Sie wollen mich bei denen anschwärzen? Das ist das Mindeste, was ich tun werde. Ohne Beweise? Da riskieren Sie aber eine dicke Anzeige wegen Rufschädigung. Machen Sie, dass Sie herauskommen. Man sieht sich immer zweimal im Leben. Diese miese kleine... Danke. Ohne dich... Du hast uns ja wirklich alle gerettet. Das war doch selbstverständlich. Nein, nicht unter diesen Umständen. Tut mir leid, ich muss sofort versuchen, jemanden beim Verband zu erreichen. Ich muss verhindern, dass diese Frau noch mal in die Nähe eines Pferdes kommt. Ja, sicher. Vielleicht sollten wir Mama sagen, was wir hier machen. Stadt, Land, Fluss spielen? Der Test. Du kannst es ihr sagen, wenn du willst. Ich habe keine Lust, mit ihr zu sprechen. Obwohl, irgendwie würde ich schon gern ihr Gesicht sehen, wenn sie erfährt, dass sie sich die ganze Zeit getäuscht hat. Kim, du weißt, dass es möglich ist, dass sie recht hat. Ja.
Okay, was hast du? Stadt? Mailand. Madrid. Land? Marokko. Madagaskar. Fluss? Mississippi. Main. Na klar. Hallo, mein Engel. Hallo. Hey, magst du mitspielen? Wir spielen Stadt, Land, Fluss. Oh, nee, du, das habe ich als Kind schon gehasst. Mit Fernsehserie und Pflanze. Das mit der Pflanze war Papas Idee. Ich bin todmüde. Dann schlaf gut. Gute Nacht. Gute Nacht. Ich dachte immer, ihr seid total verrückt nach Stadt, Land, Fluss. Wir nicht, aber du. Dann habt ihr das nur meinetwegen gespielt? Naja, und weil es irgendwie dazugehört. Um ehrlich zu sein, ich bin als Kind fast immer weggepennt. Okay, weiter. Pflanze, da habe ich Moos. Was habe ich? Mahagoni. Das ist doch keine Pflanze. Willst du mich verarschen? Ich dachte, das wäre eine Haarfarbe. Haarfarbe. Das gibt 20 Punkte Abzug. Das hättest du wohl gerne. Förstertochter. Eine Haarfarbe, ich glaube, ich spinne. Church of Moral Decency. Was ist das für ein Name? Und was hat das mit moralischem Anstand zu tun, mein Geschäft zu verhindern? Bitte, jetzt weck die Kleine nicht auf, ja? So ein Prozess, der kann sich über Wochen hinziehen. Ich will die USA jetzt. Darauf ist die ganze Strategie aufgebaut. Ich will den Weltmarkt erobern. Was hast du denn im Netz über diese Kirche gefunden? Nichts, keine Spur. Die haben nicht mal eine Website. Das ist seltsam. Das ist, als würden die gar nicht existieren. Oh Gott, das ist so lächerlich. Was ist das für ein Land, in dem eine Sekte meine Kampagne verhindert? Komm schon, vor Gericht machen wir die locker fertig. Ja, aber das kostet Zeit und Geld. Ja klar, aber du weißt doch, wie sowas läuft. Wir pflanzen ein paar Bäumchen, werfen was in den Klingelbeutel und du machst jetzt mal Schluss für heute. Und außerdem, so ein Skandal ist eine super Werbung. Ja, wenn der Papst protestiert. Ich werde das arrangieren. Und jetzt gehen wir ins Bett. In ein paar Stunden werden wir sowieso wieder geweckt. Ach, in New York ist es noch mitten in der Nacht. Ach, das ist mir glatt entfallen. Aber da Sie jetzt schon mal wach sind. Ich brauche Informationen zu dieser lächerlichen Kirche des moralischen Anstands. Ja, ganz genau. Danke. Ach, Marlene, ich sollte dir Schminktipps gegen Augenringe geben. Ich habe die ganze Nacht wach gelegen. Ja, der moralische Anstand, der macht uns allen zu schaffen. Ich hätte Dana und Hagen gestern so richtig heimzahlen können, ohne mir auch nur einen Finger schmutzig zu machen. Aber ich bin eben nicht wie du. Ja, ist dein Problem. Tanja, ich kann das nicht. Ich kann nicht alle Menschen um mich herum so belügen. Das heißt, du gibst jetzt auf? Ach komm schon, Marlene, versuch's noch mal mit der Mitleidsnummer. Du könntest einen kleinen Unfall inszenieren. Ich möchte Hagen die Wahrheit sagen. Warum denn? Damit ich mich endlich wieder im Spiegel angucken kann. Augenringe hin oder her. Du hast wirklich recht. Findest du? Ja, wir beide sind komplett verschieden. Für unser Renommee wäre es auf jeden Fall ganz gut, wenn du bei der Auktion mal vorbeischauen könntest. Und es sind wirklich ein paar interessante Werke dabei. Na, ich denke, das lässt sich einrichten. Die müssen nachher per Boote raus. Kim, warte doch mal. Wage es ja nicht, mit mir noch mal aufzutauchen. Nein, hör zu. Ich wollte mich nur entschuldigen wegen gestern. Ich hatte nicht vor, dich unter Druck zu setzen. Ich will nur, dass du weißt, wie wichtig du mir bist und dass ich für dich da bin, als Vater. Du bist nicht mein Vater. Uns verbindet nichts und das werde ich dir beweisen. Ich habe mit meinem Vater einen DNA-Test machen lassen. Der müsste gleich da sein. Wenn du willst, kannst du später vorbeikommen, dich selbst überzeugen. Danach lässt du mich endlich in Ruhe. Sie fängt an zu zweifeln. Klang für mich jetzt nicht so. Doch. Sie ist sich nicht mehr sicher und deswegen braucht sie diesen Test. Das ist ein guter Anfang. Und wann können wir mit den ersten Ergebnissen rechnen? Gut. Danke. Ich habe eine Detektei beauftragt. Die recherchieren auch vor Ort in Ohio. Bald wissen wir mehr über diese Church of Moral Decency. Ja. Ich habe meiner Anwältin in den Staaten auch schon Bescheid gegeben. Hey, wir waren uns gestern einig. Die Klage wird Inzest nicht stoppen. Natürlich nicht. Hast du überhaupt schon gefrühstückt? Du bist eine stillende Mutter. Mein Gott, dann bring mir einen Kaffee oder irgendwas.
Es gibt kein besseres Frühstück als diese Zahlen. Die Absatzprognosen in den Staaten steigen. Na dann, guten Appetit. Was hast du? Willst du wirklich noch warten? Er kommt, 100 Pro. Guten Tag, Herr Wolf. Kim? Gleich hast du es. Mit Prüfsiegel. Soll ich für dich? Ist das Verwandtschaftsverhältnis zwischen den Testpersonen zu 99,99% negativ. Oh, mein Prinzessin. Lass mich. Lass mich. Selbstverständlich, Baronin, Ihre Logen sind reserviert. Ja, wir freuen uns auch schon alle sehr auf das Derby. Ihnen auch, Frau Baronin. Bis dann. Marlene, schön, dass du da bist. Hagen, ich muss mit dir reden. Und ich muss mich für gestern Abend bei dir entschuldigen. Tut mir leid, dass ich dich einfach so hab stehen lassen, nach dem, was du für uns getan hast. Wenn Theresa Dionysos wirklich gedopt hätte und das aufgeflogen wäre, das wäre das Ende des Gestüts gewesen. Ich weiß. Ich weiß gar nicht, wie ich dir danken soll. Hagen, meine Schwangerschaft, das... Hey, ein Wort von dir und ich schmeiß alles hin. Hey, das Derby ist wichtig, ja, aber das Wichtigste auf dieser Welt, das trägst du in dir. Genau darüber möchte ich doch gerade mit dir reden. Ich find's bewundernswert, wie du mit der Situation umgehst. Und ich habe nachgedacht. Wir sind beide glücklicher, wenn wir geschieden sind, oder? Das ist alles total kompliziert. Wir müssen uns um das Sorgerecht kümmern und einiges. Besser, wir regeln das gleich. Verstehe. Du willst frei sein für Dana. Ich fürchte, es hat wenig Sinn, hier noch länger auf Kim zu warten. Es ist gut für alle Beteiligten, dass die Wahrheit endlich raus ist. Woher wollen Sie wissen, was gut für Kim ist? Herr Wolf, ich verstehe, dass Sie sich Sorgen machen. Ich verspreche Ihnen, dass ich Kim alle Zeit geben werde, die sie braucht. Bevor sie als Ihren Vater akzeptiert. Das wird sie. Das ist nur eine Frage der Zeit. In den letzten 18 Jahren waren Sie für sie da und offensichtlich haben Sie einen ziemlich guten Job gemacht. Danke. Herr Wolf, ich kann Kim viel bieten. Würden Sie sich das für Ihre Tochter nicht auch wünschen?
Verschwinden Sie. Ich hatte gehofft, dass mir dein Anblick wenigstens vor der Arbeit erspart bleibt. Ist Dana da? Wieso? Hat klein Kimi Liebeskummer und will sich bei der großen Schwester ausholen? Einfach nur zu Dana, okay? Die ist unterwegs. Willst du vielleicht einen Schokocroissant und einen Kaffee? Gut. Ich richte Dana aus, dass du da warst. Theresa wollte Dionysos dopen? Ich habe sie sofort beim Verband gemeldet, aber ohne Beweise. Und das alles nur, damit ich nicht beim Derby antrete? So sieht's aus. Aber das heißt ja, ich muss jetzt beim Derby antreten. Du musst nicht. Es ist deine große Chance. Die wolltest du immer. Werd mir jetzt bloß nicht nervös. Du hast gut reden. Von mir hängt die Zukunft des gesamten Gestüts ab. Es gibt niemanden, der so gut mit Dionysos klarkommt wie du. Ja, trotzdem ist mein erstes großes Rennen. Und du bist die talentierteste Reiterin weit und breit. Du wirst es beim Lahnstein-Derby allen zeigen. Hey, du hattest so viel Pech mit deinem Fuß. Und jetzt ist es an der Zeit für dich auch mal Glück zu haben. Beziehungsweise für uns. Also, wenn Marlene nicht zufällig alles mitbekommen hätte, dann... Was, Marlene? Habe ich dir gar nicht erzählt. Marlene war es, die Theresa auf die Schliche gekommen ist und hat mich sofort informiert. Also, wenn du morgen das Lahnstein-Derby gewinnst, dann hast du es auch ihr zu verdanken. Ich wollte diese Information gestern. Ich lass mich doch nicht zur Zielscheibe machen. Das Foto wurde eindeutig hier vor dem Schloss aufgenommen. Und zwar gestern Abend. Ja, natürlich habe ich den Sicherheitsdienst alarmiert. Was weiß denn ich, irgendein durchgeknallter Spinner? Wir sind einfach viel zu oft in der Presse. Entschuldigen Sie mal bitte, Sie sind der Top-Anwalt. Ich erwarte jetzt irgendwie eine Strategie von Ihnen, wie wir gegen diese Fanatiker vorgehen. Sie haben erste Ergebnisse? Per Mail. Sehr gut. Meine Güte, dann spendieren wir denen ein Altar aus Blattgold und Marmor. Hauptsache, die ziehen die Klage zurück. Das ist mir sowas von scheißegal, wie teuer das wird. Gott, diese verklemmten Moralaposteln sollen mich kennenlernen. Die haben sich wirklich mit der Falschen angelegt. Hör mal zu, von der Detektei. Diese Church of Moral Decency wurde erst vor 3 Tagen gegründet, und zwar von einem gewissen Reverend Elias Cooper, den keiner kennt. Ein Strohmann und eine Alibi-Vereinigung, das geht gegen mich persönlich. Nach Konkurrenz klingt das vielleicht wirklich nicht mehr so ganz. So viel zu auffällig. Wer hat denn sonst noch Interesse daran? Gott, dass ich nicht gleich drauf gekommen bin. Das erfahre ich jetzt? Ich habe Hagens Frau überschätzt. Stellt sich an ihn zurecht und dann schleimt sie sich lieber noch mal bei ihm ein. Und ich bin jetzt beim Derby draußen und Stress mit dem Verband habe ich auch noch an der Backe. Weiß Hagen von mir? Ich halte mich an meine Versprechen. Herrgott, verdammt noch mal, wie soll ich Sie denn jetzt noch in einem anderen Gestüt unterbringen? Schade. Dabei habe ich noch eine Rechnung mit Dana und ihrem Cousin offen. Und ich bleibe nie jemandem etwas schuldig. Ja, ist ja gut. Ich tue für Sie, was ich kann. Ansgar, wo steckst du? Verdammt, raus, los, schnell. Tanja! Du klingst, als hättest du ein Problem. Ja, das hab ich und das weißt du ganz genau. Was ist das denn? Deine Kunst? Der ist aber hässlich.
Marlene. Ich hab dich gar nicht gehört. Hallo. Hat Kim sich bei dir gemeldet? Nein, wieso? Später. Vielleicht redet ihr beiden erst mal miteinander. Ich lasse euch da mal. Okay. Tschüss. Tschüss. Warum war Papa so komisch? Ist was mit Kim? Keine Ahnung. Ich erfahre hier doch sowieso immer alles zuletzt. Irgendwas hat er, das stimmt. Hagen hat mir eben erzählt, dass du verhindert hast, dass Theresa Dionysos dopt. Ich wollte dir nur sagen, ich weiß wirklich nicht, wie ich dir danken soll. Keine Sorge. Ich habe das nämlich ganz bestimmt nicht für dich getan. Ja, aber Hagen ist ja auch sehr dankbar. Und ich hoffe, dass du und er dass du ihm irgendwann verzeihen kannst. Hör doch auf. Das, was du getan hast, das werde ich dir nie verzeihen. Ich dachte, wir haben einen Pakt. Deswegen habe ich dich zum Vorsitzenden im Familienrat gewählt. Ist das der Dank? Nochmal zum Mitschreiben, Tanja. Ich kenne weder dieses Foto noch kenne ich irgendeinen Referent. Und erst recht kenne ich keine Kirche der moralischen Unschuld. Anstand. Ach, was weiß ich. Sag mal, ist das jetzt die Stilldemenz? Warum soll ich dir denn schaden wollen? Die Firma gehört zu großen Teilen mir. Ja, aber eben noch nicht ganz. Und genau darauf spekulierst du. Du setzt Lene Clarisse Lahnstein unter Druck, damit du meine Stimme bekommst. Ach, Tanja, bitte. Das ist ja wirklich ein bisschen armselig. Brauchst du jetzt schon Verschwörungstheorien für den Fall, dass du die Klitsche an die Wand fährst? Ich glaube, er sagt die Wahrheit. Oh. Na, vielen Dank, liebster Vetter. Dafür klebt er viel zu sehr am Geld. Außerdem würde dieser Verlust ja auch ziemlich an seinem Image kratzen. Und das jetzt, wo er gerade erst den Firmenvorsitz übernommen hat. Welch unerwarteter Scharfsinn. Wer steckt dann dahinter? Tja, auch wenn es schwer vorstellbar scheint, Tanja, aber vielleicht hast du dir im Lauf all der Jahre den ein oder anderen Feind gemacht. Hi. Hast du ein paar Minuten? Ja, klar. Ich habe noch mal wegen des Ersatzplans für dich nachgedacht. Ich habe dir doch gesagt, dass ich jederzeit auftreten kann. Und dabei bin ich auch auf die Mutterschutzbestimmungen für Künstlerinnen gestoßen. Hey, keine Angst, niemand will dir deinen Job wegnehmen. Ich habe einfach alles falsch gemacht. Das war alles ein riesengroßer Fehler und ich weiß überhaupt nicht mehr, was ich tun soll. Das wird schon alles wieder werden, okay? Ist ja gut. Das sind bestimmt die Hormone. Ach Gott, was ist denn jetzt schon wieder, verdammt? Kim, entschuldige, komm rein, setz dich. Ich brauche nicht lange. Okay, ich nehme mal an, du hättest dir vielleicht ein anderes Testergebnis gewünscht. Ich nehme dir das auch gar nicht übel. Ich weiß, ich bin vielleicht nicht unbedingt jemand, den man sich als Vater wünscht, aber hey, sieh's doch mal so, du hast mich von meiner schlechtesten Seite kennengelernt und jetzt kommen keine bösen Überraschungen mehr. Geh mal zu, ich kann dir nicht versprechen, dass ich dir ein guter Vater sein werde, aber ich werde mich bemühen. Ich werde alles für dich tun. Ich bin immer für dich da. Du kannst immer zu mir kommen, okay? Ich will einfach, dass alles so bleibt, wie es ist. Okay, ja, du kannst auch erst mal bei deiner anderen Familie wohnen bleiben und... Hier geht es nicht darum, wo ich wohne. Kapierst du? Ich will mit dir nichts zu tun haben. Niemand braucht dich. Kim, warte mal. Kim. Hörst du schwer? Lass mich in Ruhe. Hey, jetzt hör mir mal zu. Lass mich Gut, schon, entschuldige, tut mir leid. Hör mir einfach nur zu und ich lass dich in Ruhe, okay? Kim, ich weiß, wie du dich fühlst. Ich habe auch nicht damit gerechnet, dass ich auf einmal eine 18-jährige Tochter habe. Das war auch ein Schock für mich. Du wiederholst dich. Hör zu. Ich weiß, wie viel dir deine alte Familie und wie viel er dir bedeutet und dass sie ihn nie ersetzen kann. Ganz bestimmt sogar nicht. Kim, ich habe doch gar nicht vor, dir irgendwas wegzunehmen. Schon gar nicht deine alte Familie. Ganz im Gegenteil, du kannst durch mich doch nur gewinnen.
Du bist Teil meiner Familie. Du bist sogar meine Erstgeborene. Ich will doch nur, dass du bekommst, was dir zusteht. Mein Gott, dieses Schloss, die Firma, das kann doch alles mal dir gehören. Du willst mich schon wieder kaufen? Nein! Dieser alte Kasten hier, deine verdammte Kohle! Das kannst du dir sonst wohin stecken! Kim, Du hast doch überhaupt keine Ahnung, wie es ist, eine richtige Familie zu haben! Scheiße, das war ein Anfängerfehler. Ich hätte Ansgar nicht mit dem Verdacht konfrontieren dürfen. Ganz so abwegig war dein Verdacht gegen Ansgar jetzt auch nicht. Ich habe total überreagiert. Er weiß jetzt, dass die Kampagne in Schwierigkeiten steckt und er ist der Letzte, der es nicht ausnutzen wird. Mann, Sebastian, sowas wäre mir früher nicht passiert. Eine Drohung wie dieses Foto würde jeden nervös machen. Genau darauf hat's der Absender doch abgesehen. Wer auch immer dahinter steckt. In dem Punkt sind wir gar keinen Schritt weiter. Ihre ausgedruckte E-Mail. Das Dossier der Detektei über diesen Reverend Cooper. Ein kleiner Lehrer, Laienprediger, verheiratet, 2 Kinder. Das ist ein völlig unbeschriebenes Blatt. Mann, wieso gründet der so eine obskure Kirchengemeinde und fällt über mich her? Wieso denn ausgerechnet ich? Da muss jemand anderes dahinter stecken. Ja. Wie kommen wir an den ran? Ja. Bitte wer? Reverend Cooper. Ja. Ja. Ich will mich mit Ihnen treffen. Reverend Cooper? Schön, dass Sie es spontan einrichten konnten, Gräfin Lahnstein. Eine so freundliche Einladung kann ich nicht ausschlagen. Sie wollten mir einen Vorschlag machen. Der Herr gibt seinen Gegnern immer eine Chance zur Besinnung und Umkehr, bevor er seinen Zorn auf sie herabfahren lässt. Ja, diese Maxim könnte von mir stammen. Wenn Sie Nachgiebigkeit erwarten, werden meine Glaubensbrüder und ich Sie leider enttäuschen. Gott ist auf unserer Seite. Und er duldet kein Duftwasser, das für schändliche Unzucht wirbt und unsere Kinder verderben will. Reverend, überspringen wir die Floskeln und kommen gleich zum Wesentlichen. Mit welcher Summe könnte ich denn Sie und Ihre Gemeinde dazu bewegen, sich mehr auf die Heilige Schrift statt auf meine Werbekampagne zu konzentrieren? Und alle, die Geld sammeln, sind ausgerottet. Der Herr ist nicht käuflich. Okay, Sie wollen also kein Geld. Was wollen Sie denn dann? Ich? Ich will Sie zur Einsicht bringen. Wollen Sie das oder Ihr Auftraggeber? Auftraggeber? Sparen wir uns doch das Spielchen. Ich weiß genauso gut wie Ihr Herr, wo ich ansetzen muss, um meine Gegner zu schlagen. Sie haben 2 so entzückende Kinder. Wie heißen die noch gleich? John Elias und Mary? Nun, ich habe tatsächlich einen Auftraggeber. Warum denn nicht gleich so? Dort oben. Mein Schicksal und das meiner unschuldigen Kinder liegt ganz in den Händen des allmächtigen Gebieters. Er allein weiß, wen er beschützen muss und welche Sünder er mit seinem furchtbaren Zorn bestrafen wird. Kim? Das ist die Mailbox von Kim Wolf. Ich bin gerade nicht da, aber über eine Nachricht freue ich mich meistens. Kim, hier ist nochmal Papa. Wo bist du denn? Ich mache mir Sorgen um dich. Meld dich doch bitte.
Kim. Ach, Papa. Mein Parfum ist für Cooper der direkte Weg zur Hölle. Klingt nach einem wirklich sympathischen Kerl. Verdammt, ich hätte doch mitkommen sollen. Am besten noch mit Emma? Ja, warum denn nicht? Vielleicht hätte unsere kleine glückliche Familie ja Eindruck auf den Herrn Reverend gemacht. Nein, mit normalen Mitteln kommt man bei dem irgendwie nicht weiter. Und versuch's eben mit Beten. Ich glaube, dass sein Draht nach oben definitiv besser ist als meiner. Hey, wo bleibt dein Kämpferherz? Ich weiß nicht. Vielleicht macht Stillen sentimental und träge. Hast du denn was über diese Hintermänner rausgekriegt? Ja, ich glaube nicht mehr an Hintermänner. Weißt du, das ist irgendwie so ein verrückter Kerl, der in göttlicher Mission gegen all das Böse in der Welt kämpft. Mit welchem Geld will er den Prozess denn bezahlen? Den kann sich diese Minigemeinde doch überhaupt nicht leisten. Weiß nicht, vielleicht vertraut er auf den Herrn und irgendeinen Provinzrichter. Wir haben auf jeden Fall in den USA die besten Anwälte. Ja, wenn mir das überhaupt noch was hilft. Wenn nämlich irgendein Richter mit einer einstweiligen Verfügung meine Kampagne stoppt, dann liegen meine Investitionen auf Eis. Und selbst wenn ich diesen Prozess gewinne, dann bin ich pleite. Warum reagiert dieser Pfaffe seinen Weltfrust an mir ab? Hallo? Cooper hier. Sie haben tatsächlich die Gabe einer Prophetin. Danke. Das Gespräch lief exakt so, wie Sie vorhergesagt haben. Erst kam die Bestechung und dann die Drohung gegen meine Kinder. Manche Menschen ändern sich eben nie. Das macht sie so berechenbar. Diese Tanja von Lahnstein ist eine durch und durch verkommene, gottlose Person. Das habe ich gleich gespürt. Ich bin auf ihrer Seite. Glauben Sie mir, diese Frau hat die Hölle verdient und Sie werden mir helfen, dass sie genau dahin kommt. Wir wollen Tanja von Lahnstein durch die Klage in den Ruin treiben. Die Klage ist erst der Anfang. Ich werde ihr nach und nach alles nehmen, was ihr gehört. Und mir zurückholen, was meins ist. Meine Firma. Aug um Auge. Zahn um Zahn.